Warum bist du stehen geblieben? Am Anfang. Okay, am Anfang ist immer gut. Das hier sind die Startpositionen im Überblick. Die erste Startreihe und Cristiano da Matta, das ist das brasilianische beziehungsweise, ganz korrekt gesagt, südamerikanische Trio gab es noch nicht in der Formel 1. Beste Startposition für da Matta, Olivier Panis auf der 4, da haben wir also die Toyota-Piloten. Okay, ihr Hübschen, da sind wir mal wieder. Heute probieren wir was Neues aus, und zwar den Aufbau vom TF103. Wir haben jetzt den zweiten aufgebaut. Genau diese Autos, die ihr da gerade bei diesem Vorspann gesehen habt. Die Autos waren auch damals in Japan und sind von Startplatz 3 und 4 gestartet und wird ein Mehrteiler. Ich hoffe, es gefällt euch. Film ab. Introducing a revolutionary new Toyota. A car with a V10 engine, a 7-speed gearbox, and a top speed of over 360 kilometers per hour. A car that comes with a champagne lifestyle and a supermodel girlfriend as standard. The new Toyota TF103. Jetzt sind wir bei unserem TF103, das ist der Chassis Nummer 8. Wird bei uns komplett neu aufgebaut. Auto war ein Schoker, wir haben den von TMG so bekommen. War bei unserem Lackierer, also auch bei dieser Lackiererei, die ist auch zur Toyota-Zeit, die also Auto lackiert haben. Die haben noch die originalen Schablonen, alles. Auto haben wir Silvester wieder bekommen, ist super schön geworden. Den Tank habe ich jetzt komplett neu aufgebaut, also die Leitungen, alles. Auto ist komplett nackt. Ihr seht so jetzt Step by Step, wie wir in Zukunft das Auto dann halt zusammenbauen und hoffen, dass das Auto dieses Jahr noch auf die Strecke kommt. Wie ihr auch seht, Motor haben wir schon komplett vorbereitet, alles. Zum Glück alles bekommen. Die Kühler sind vorbereitet, die Hydraulik, die Auspuffanlage ist drauf. Genauso wie die Hinterachse, die auch schon aufgebaut ist. Getriebe war komplett nackt. Komplette Fahrwerk war alles bei der Rissprüfung. Beim Composite, also beim Carbon-Spezialisten auch natürlich für die Flügel und so weiter, auch auf Rissprüfen. Bremse sind frisch revidiert worden, Bremssättel genauso. Und sobald jetzt der Tank, der wird heute noch abgedrückt und gecheckt. Und dann werden wir jetzt zeitnah dann mit der Vorderachse anfangen und dann sieht das alles schon viel mehr nach Auto aus, auch bald. So, dem TF103 werden wir jetzt das erste Mal nach 19 Jahren mal wieder Kraftstoff geben. Der Tank wurde komplett zerlegt soweit, Pumpen, alles neu. Teilweise mussten wir auch Leitungen erneuern. Wie gesagt, jetzt ist er bis auf die andere Seite, ist er komplett zusammen und machen jetzt erstmal eine Dichtigkeitsprüfung, also ob der auch wirklich von mir richtig zusammengebaut wurde und kein Leck hat. Anschließend werden wir die Liftpumpen laufen lassen, den Catchduct befüllen, die mechanische Pumpe dann laufen lassen und gucken, ob auch der Benzindruck hält. Sollte das alles in Ordnung sein, gehen wir rüber, gehen wir an die Vorderachse. Also legen wir mal los. Also wir haben jetzt 76, 77 Kilogramm Benzin eingefüllt. Ist fast bis zur Kante hier vom Fuel Nozzle. Wie ihr seht, viel Kraftstoff. Ja, und ich glaube, das sieht gut aus. Gestern haben wir nochmal einen Drucktest gemacht, wie gesagt, mit unserer Druckuhr. Auch das mega. Und so haben wir jetzt mal ein bisschen was angefangen. Hier im Chassis, das war ja alles nackt. Die Leitungen und Antennen und so weiter und die Brakeballons zu verbauen. Wenn ihr mir mal reinguckt, mussten wir neu anfertigen lassen, hat uns die Firma Artec, hat uns die wieder nachproduziert. Das war auch die Firma, die uns damals das Original gebaut hat bei Toyota. Hier ist die Bremsleitung, die nach hinten geht. Das ist die Brakeballons. Ist beim Formel 1 Auto wahrscheinlich ein bisschen anders, als wie ihr das kennt vom Tuning Auto, wenn ihr da, oder beim kleineren Tourenwagen und so weiter. Beim Formel 1 Auto ist die Brakeballons auch hydraulisch, obwohl die nicht irgendwie an der Hydraulik vom ganzen Fahrzeugsystem irgendwie angeklemmt ist. Also ein separates System. Du baust diese Brakeballons, wurde damals in so einer Assembly Department, in der Hydraulikabteilung, wurde die zusammengebaut, komplett. Wurde dann mit so einem Hydraulikdruckgerät auch entlüftet und allem drum und dran. Und somit ist die eigentlich wartungsfrei. Klar, wir hatten alles zerlegt, zu unserem Hydraulikmann gegeben, genauso wie wir auch die revidierten Bremszylinder. Ihr seht, mit Linearprotis ist alles dran. Die neuen Leitungen, wie gesagt. Hier, das sind die Hydraulikleitungen, die sind auch neu für die Servolenkung, die unser Auto hat. Die gehen am Chassis entlang. Genauso wie man auch schon die Feuerlöscher. Der Feuerlöscher ist hier bei diesem Auto im Chassis integriert.
Man müsste hier vorne, kannst du das alles zerlegen. Dann kommt ein Gummisack rein. Der Gummisack, der wird auf Vakuum gezogen. Jeder Feuerlöscher hat ein spezielles, sag gerade, Füllmenge. Und genau diese Füllmenge wird dann da eingelassen. So, in diesem Feuerlöscher, das ist so ein Wasser, spezielles Gemisch, eine englische Suppe. Keine Ahnung, wahrscheinlich krebserregend. Aber egal, darf nicht sagen, Gottes Willen. Nee, aber total drucklos. So, und das ist da recht easy gelöst bei so einem Auto. Und zwar ist seitlich vom Chassis, ich habe das noch ausgebaut und noch nicht revidiert, ist das hier, das Bauteil, ist eine Druckkartusche. Oben, da gibt es halt einfach da ein Plus-Minus drauf. So, und wie ihr seht, die ist bestimmt schon, seht ihr mal, die hat jetzt auch schon 20 Jahre auf dem Puckel, ne? Die werden wir jetzt natürlich neu machen. Das ist eine stinknormale Kartusche, wie es auch, ich sag mal, in der Bäckerei bei den Sahnegeräten und ganz normales primitives Ding. Also wie gesagt, dieser Druckgeber, der wird eingebaut. Sollte einer eine Feuerlöscher drücken, gibt es da einen Schlag drauf. Das ist eine Nadel hier vorne drin. Die lässt den ganzen Druck aus dieser Kartusche raus. Das geht dann über diese Leitungen hier. Dieser ganze Druck geht in den Behälter rein. Hier vorne am Behälter, damit es nicht ausläuft, ist so ein kleines Jungfernhäutchen, sagen wir. Jetzt nicht schweinisch denken, ihr wisst, was ich meine. Also eine ganz dünne Plastikfolie, die natürlich den Druck nicht aushält. Und dann geht das in diese Leitungen links und rechts hier am Chassis vorbei. Eine spritzt hier ins Chassis rein und die zwei weiteren gehen hier oben entlang, wie ihr so seht. Und hier sind die Düsen. Hier ist eine, guckt ein bisschen raus, die andere ist ein bisschen versteckt hier. Spritzt dann auf den Motor, auf die beiden Auspuffanlagen, spritzen das da drauf. Funktioniert sehr gut, wurde schon öfter mal ausprobiert, aber brauche ich jetzt nicht mehr. Ich hoffe, dass es nicht mehr benötigt wird an dem Euterchen. Weil die Befüllerei von diesem Tank ist wirklich keine schöne Arbeit. Zum Glück haben wir alle Teile und was halt gut, also wir haben also einen guten Kontakt noch, aber also wir können auch viele Sachen nachproduzieren lassen und ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Okay, das war der erste Teil. Subscriben. Followen. Ich bin überfordert. Abonnieren. Ja, abonnieren, ja. Aber halt, ne, hier mit so komischen Enten unter, wie sagen sie da, die Weiber mit Duckface. Duckface. Heute ohne Duckface, heute mit. Ne, Quatsch, aber bloß ab, ey.